Hallöchen. Einige hatten mich gefragt, ob wir mal ein Erklärvideo machen können zu Hundebegegnungen. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da kommt jetzt jemand mit 2 Hunden. Und ich fange extra schon so früh an, weil ich bei einem Hund, der sehr empfänglich auf andere Hunde ist, also sehr reizempfänglich, sehr schnell reagiert, da fange ich tatsächlich auf diese Entfernung im Zweifel schon an zu trainieren und belohne, wenn der Hund die anderen Hunde wahrnimmt. Das muss aber wirklich der Moment des Wahrnehmens sein. Also nicht warten, nicht zu spät belohnen, sondern in dem Moment, wo euer Hund mitkriegt, dass da hinten ein Reiz ist, in dem Moment belohnt ihr das. Ich schaue jetzt mal, ob ich auf die Liv halten kann. Oh, die Liv hat die noch gar nicht wahrgenommen. So, tap. Jetzt hat Liv wahrgenommen, dass dort andere Hunde kommen. Und dann fange ich an. Tap. Und direkt nach der Belohnung belohne ich wieder den Blick dorthin. Prima, Liv. Jetzt kann sie sich schon abwenden. Das wird gleich anders, wenn es näher ist. Ich filme jetzt mal so, dass man den anderen definitiv auch nicht erkennen kann, wegen Datenschutz und so. Tap. 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 So, der andere hat seine Hunde jetzt hingesetzt. Tap heißt für uns, wir sollen dran vorbeigehen. Toll macht ihr das. Prima. Klick. Klick. Hallo. Klick. Tap. Prima. Tap. Liv. Super. Prima, Joy. Liv. Toll. Tap. Klick. Tap. Super. Ich mache das jetzt so ein Stückchen noch weiter, weil man sieht bei der Liv, dass sie zwischendurch noch gucken möchte. Prima. Aber ich glaube, ihr habt auch schön sehen können, wie oft ich belohne. Bei Joy muss ich das nicht mehr ganz so viel, weil Joy mittlerweile sehr entspannt ist. Aber die war es nicht immer. Bei Joy musste ich früher sehr, sehr, sehr weit im Voraus anfangen zu klicken für den Blick zum anderen Hund. Und musste das auch in einer sehr kurzen Frequenz hintereinander. Also wirklich Klick, Leckerchen reinschieben. Und sobald ihr Kopf wieder in die Richtung ging, habe ich den nächsten Klick gegeben. Und das ging so die ganze Zeit, bis wir die Begegnung hinter uns hatten. Und erst als sie entspannter wurde, habe ich angefangen, die Belohnungen weiter rauszuzögern. Bei Joy habe ich jetzt zum Beispiel häufig nur mit der Stimme belohnt und ihr die Rückmeldung gegeben, dass es gut ist, was sie macht. Und nicht mehr permanent, jetzt filme ich mal gerade woanders hin, und nicht permanent einen Klick dafür gegeben. Okay, lauf. Bei der Liv belohne ich noch häufiger, weil das für Liv, die macht es gut, aber es ist für Liv eben noch nicht so mega einfach, dort ohne Leine dran vorbei zu gehen auf so engem Raum. Wenn man hier schaut, die Straße ist nicht so breit. Da belohne ich dann die Liv noch sehr häufig und dann fällt es ja auch recht leicht. Wenn ich das jetzt gar nicht gemacht hätte und sie eigentlich so ein bisschen alleine gelassen hätte in der Situation, hätte es sein können, dass sie einfach mal gucken geht. Sie hat kein Problem, aber gucken möchte sie. Und das soll sie natürlich in dem Moment nicht, wenn jemand anders den Hund angeleint hat und keinen Kontakt möchte. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht immer Kontakt. Meine Hunde lasse ich nicht immer zu Fremden. Dann soll sie natürlich dran vorbeigehen und das kann ich für sie deutlich entspannter gestalten, wenn ich es ihr erlaube, dorthin zu schauen. Man denkt immer, okay, der Hund soll nicht hingucken, damit er nicht hingeht, aber häufig baut sich gerade durch dieses Verbot, sage ich mal, wenn man den Hund ablenkt oder zum Beispiel nur belohnt, wenn er mich anschaut, dann baue ich da drinnen eine ziemlich hohe Spannung auf, weil der Hund eigentlich ja gerne schauen möchte, wer da ist und was da ist. Und wenn ich eben genau andersrum agiere und dem Hund erlaube, schau dorthin und das belohne ich, nehme ich ganz viel Spannung raus. Und das Schöne ist, das habt ihr an Joy vorhin gesehen, nee, Liv, prima, dass die Joy mittlerweile den anderen Hund anschaut und häufig von ganz alleine wieder zu mir schaut. Und das ist auch das Resultat davon, dass ich lange geklickt habe für jeden Blick zum Hund, dass sie jetzt tatsächlich manchmal in der Erwartung zu mir schaut, von wegen, sage mal, hast du denn nicht gesehen, ich habe doch den Hund angeguckt. Und ja, belohnen muss man es
also mache ich immer, zumindest gebe ich ihr stimmlich einfach die Rückmeldung durch ein prima oder super, dass das einfach auch gut und erwünscht ist, wie sie das macht. Los, komm. Prima. Okay, Love. Ja, und so kann man eine Hundebegegnung relativ entspannen für die Hunde. Wenn das nicht so gut im Gehen klappt, könnt ihr etwas mehr Abstand aufbauen. Also im Zweifel würde ich auch auf so einen Acker hier zum Beispiel mal raufgehen. Bisschen Abstand und erstmal stehen bleiben. Das ist vielleicht für euch, fürs Handling besser. Aber es kommt zum Teil auch auf den Hund an, ob es ihm leichter fällt, das Ganze in Bewegung zu machen, um auch etwas Stress durch die Bewegung loszuwerden. Oder ob es der Hund einfacher hat, wenn er liegt oder sitzt oder steht bei euch. Wenn wir jetzt die Hunde, also wenn ich meine Hunde an die Seite nehme, wenn mir jemand entgegenkommt, dann habe ich dafür auch ein Kommando eingeführt, einfach damit es recht schnell geht und ich nicht erst die Hunde alle einzeln ranrufen muss und alle einzeln ins Platz legen muss. Das ist vielleicht auch noch ganz nett. Das ist ein Kommando, was ich nicht nur bei anderen Hunden nehme, sondern auch bei Fahrradfahrern, Joggern, Fußgängern, was auch immer, Autos, wenn wir irgendwo sind, wo auch mal ein Auto durch den Feldweg fährt oder ein Traktor. Das ist das Kommando Achtung. Das habe ich aufgebaut, indem ich tatsächlich die Hunde am Anfang gerufen habe und dann gesagt habe Achtung und dann ins Platz. Ich schaue mal, ob das funktioniert jetzt. Achtung! Prima! Ja, ihr seht, ich brauche den Hunden nicht wirklich dabei helfen. Sie gehen jetzt von ganz alleine auf den Grünstreifen und legen sich dorthin. Okay. Und das kann man halt recht einfach aufbauen, indem man einfach Achtung sagt und den Hunden am Anfang etwas hilft. Und irgendwann, wenn man immer wieder hilft, sagen die Hunde, du brauchst uns gar nicht mehr helfen, wir wissen eh schon, wo wir hin müssen und was wir machen müssen. Und dann legen sie sich auf das Achtung selber schon ins Platz. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, leint auf jeden Fall bitte euren Hund an. Wenn eure Hunde dabei sehr an die Leine knallen, dann nehmt auch bitte ein Geschirr. Wenn euer Hund damit ein Problem hat, Liv, komm schnell. Igitt. Furchtbar. Lauft euch. Wenn euer Hund ein Problem mit anderen Hunden hat, dann kann es auch helfen, dass man sich ein besonderes Leckerli nimmt, was es sonst nicht gibt, wo die Motivation für den Hund ein bisschen höher ist. Mit Problem meine ich nicht zwingend, dass der die Scheiße findet, sondern einfach ein Problem hat, ruhig zu bleiben. Kann auch sein, weil er die toll findet und dahin möchte. Ja, das ist das. Und was ich am Anfang mache, ist, dass ich nach dem Klick, wenn die Hunde jetzt von dort kommen und mein Hund hat dort hingeguckt, dann fütter ich nach dem Klick, da komm mal hier vorne hin, fütter ich den Hund einmal kurz in die andere Richtung, sodass danach der Blick wieder zum anderen Hund in die Richtung geht. Erstmal habe ich den Hund dann einmal kurz abgewendet, dass er nicht während er frisst sich feststarrt. Und zweitens habe ich danach durch die Blickwendung zurück zu den anderen Hunden, die sehr wahrscheinlich kommen wird, habe ich direkt den nächsten Punkt, den ich belohnen kann. Ja, dann hatte mich noch irgendwer gefragt, was ich denn mache, wenn die Leute uns einfach ihre Hunde in uns reinknallen lassen oder einfach auch an der Leine zu uns lassen. Da bin ich ganz ehrlich, dann werde ich auch mal harsch und sage den Leuten klipp und klar, dass ich das nicht möchte. Um meinen Hunden in der Situation ein bisschen Stress zu nehmen und ein bisschen, oder ja nicht nur ein bisschen, sondern zu signalisieren, dass ich das kläre und die Situation übernehme, nehme ich sie dann hinter mich. Möglichst am einfachsten ist das an der Leine. Dann hat man tatsächlich dadurch auch schon eine räumliche Begrenzung gegeben. Ansonsten stelle ich mich breitbeinig vor meine Hunde. Also nicht so breit, dass da jetzt irgendwie, dass es total doof aussieht, aber schon so, dass ich signalisiere, das ist hier mein Raum. Stopp. Dass das mein Raum ist und dass der Hund hier nichts zu suchen hat. Und das signalisiere ich eben, oder versuche es auch durch meine Körpersprache zu signalisieren. Prima. Okay, lauf. Ja, das klappt natürlich nicht immer. Es gibt immer mal Situationen, ist okay, lauf, in denen ein anderer Hund doch da irgendwie, wenn es mehrere sind, dann läuft halt einer um mich rum. Aber das versuche ich trotzdem zu klären. Ich bitte die anderen Hundehalter einmal sehr freundlich und dann werde ich auch unfreundlich, wenn sie das nicht machen, weil das einfach zum guten Ton gehört, wenn man darum gebeten wird, dass der Hund angeleint oder weggenommen wird, dass man das auch macht. Und im Zweifel sage ich denen dann auch mal, dass ich das ziemlich unhöflich finde.
Ja, aber vor allem versuche ich meinen Hunden zu signalisieren, dass ich mich kümmere und dass sie nichts machen müssen und sich nicht irgendwie in die Situation einmischen müssen, weil ich es kläre. Das versuche ich einfach auch durch meine Körperhaltung, durch meine Körpersprache und durch das, was ich tue, auch meinen Hunden zu signalisieren, damit sie dann entspannen können. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles, was ihr gefragt hattet, abgedeckt und habe nichts vergessen. Ansonsten schreibt mir gerne einen Kommentar. Dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Trainieren. Denkt dran, ihr müsst vom Timing echt gut sein. Ganz, ganz zackig belohnen am Anfang und klicken, dass der Hund sich nicht feststarrt, sondern wirklich den allerersten Moment des Wahrnehmens und des Dahinschauens erwischen. Und danach, nach dem ersten Klick, immer wieder, sobald der Hund sich hinbewegt, den Blick dorthin wendet, dass ihr sofort wieder belohnt. Und dann sehr häufig und am Anfang mit einer sehr kurzen Zeitspanne zwischen den Klicks und das baut ihr dann nach und nach länger aus und baut natürlich entsprechend damit die Leckerlis auch wieder ab. Am Anfang braucht ihr aber durchaus viele. Ja, also habt viel Spaß, viel Erfolg und wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch einfach. Tschüss!